Spieltag 2, Auswärtsspiel Nummer 1 in der Mewe Arena bei Mainz 05, die auch wirklich von Anfang an diesmal laufen dürfen. Ja, anders als Darmstadt am ersten Spieltag, die mussten erst mal eine Halbzeit warten, bis sie laufen durften. Da war irgendwie der Regler auf 0 gestellt. Ich hoffe, dass das jetzt soweit funktioniert und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefällt, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wer das noch nicht gemacht hat. Ja, und dann schaue ich mal, wie wir uns hier in Mainz präsentieren gegen Darmstadt. Gut, wie gesagt, das Spiel, das konntest du halt nicht werten. Also das haben wir 4-3 gewonnen, schön und gut. Jetzt sollte alles stimmen von den Einstellungen her. Ich hoffe, das Bild ist ein bisschen flüssiger. Ich hoffe, dass das alles soweit klar geht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir unseren Erfolg hier ausbauen können. Erste Chance, Mamouche, schade. Ich habe ja mit Gift Orban, mit Miretti und mit Lars nochmal 3 Leute hinzugeholt. Und gerade Götze hier, der nicht für Kopfbälle bekannt ist, schon mal gleich im Zweikampf drin. Ach, es gibt sogar einen Eckball, okay. Mainzer. Da hören wir so schon die Mainzer-Fans. Mainzer. Neue Fangesänge, also die haben sie auch mal aktualisiert. Ist ja auch nicht verkehrt, dass mal irgendwas anderes kommt. Naja, Wolfsburg ist Tabellenführer, haben 2 Spiele gewonnen. Die Bayern haben 1 unentschieden gespielt. Ich habe ja auch gesagt, ich muss mich hier reinfuchsen und dann werde ich mal so nach 4, 5 Spielen gucken, wo wir stehen. Oh, kriegen wir einen Freischuss oder was? Nee, Mamouche, 2 Tore im letzten Spiel. Die musste eigentlich nochmal abziehen. Ach, wir kriegen Freistoß. Von da, den flanken wir mal rein, oder? Wie ich sagen. Mit Götze, ist da irgendeiner im Strafraum? Wir machen einfach mal hier Innenriss Efe, schön hoch. Na, gucken wir mal, wer rankommt. Ja, Flanke kommt gar nicht schlecht rein. Ebimbe und, oh, Mamouche wäre fast rangekommen. Robin Koch. Zack, also auf die Verteidigung, da bin ich echt wirklich sehr, sehr stolz. Die steht hinten wie eine 1 bislang. Also in echt. Gegen Darmstadt noch 3 Gegentore bekommen, aber gut. Ja, das ist wieder was falsch. Ich muss das gleich nochmal umstellen. Aber ich wieder nicht dran gedacht. Gift Orban spielt rechts und Dina Ebimbe wahrscheinlich vorne. So, Götze mal durch hier. Genau. Mamouche ist nur in der Mitte. Ist niemand da. So, Miretti. Und jetzt da ist doch Skiri. Ja, warum nicht? Mal mit Außenriss ausholen. Ja, schade. Oh, und Robin Koch überspielt ihn jetzt. Aufgepasst. Ajorg. Mit Kraus. Ja, William Pacho. Da kommt auch ein Kunku nach hinten. Einfach mal die Hand heben. Einfach mal zur Sicherheit. Oh, Achtung, Ajorg. Jetzt wird's gefährlich. Achtung, es brennt. Lichterloh. Und wir kriegen es nicht geklärt. Ah, doch. Weil, abseits. Oh, auch eine neue Kamerafahrt. Ja, oder was war? War Foul oder abseits? Ah, war abseits. Oh, neue Linien. Ey, das ist ja High Definition hier. Ja, Marco Richter entschuldigt sich. Da backt noch mal ein bisschen was durchs Trikot durch. Aber okay. Ich schieb das jetzt einfach mal. Ach du Scheiße, was für ein Fehlpass. Ich schieb das jetzt einfach mal auf die Schiene, dass das Spiel noch nicht lange draußen ist. Oder dass es noch gar nicht draußen ist eigentlich, offiziell. Und dass da noch einiges getan werden muss. Und die Verteidigung auf jeden Fall auch eine große Herausforderung sein wird, merke ich schon. In diesem Spiel. Das, wo ich eigentlich die letzten Spiele so gut war. Oh, die Mainzer Presse, Achtung. Das könnte jetzt zum ersten Mal klingeln. Nein, Skiri ist da, sehr gut. Und genau so Spiele will ich doch haben, ne? Also nicht gegen Darmstadt. Nicht so wie gegen Darmstadt. Dass ich die erste Halbzeit einfach mal so wie in der Kreisklasse durchfege. Sondern genau so ein Spiel, dass ich auch mal Druck bekomme. Ich glaube, das Konzept von den Mainzern ist, glaube ich, Flügelspiel. Sofern ich gesehen habe, auch mit einer 5er-Kette. 5-3-2. So wie Darmstadt. Also müssen wir uns da was einfallen lassen. Dina Ebimbe jetzt vielleicht. Ja, die Bewegungen auch, die sind viel smoothiger. Zack, zack, zack. Schönes R1-Dribbling. Miretti. Ja, es ist schwer. Die stehen da hinten richtig gut drinne. Götze, da hätte ich durchlegen müssen auf Mamouche. Was mache ich denn? Das ist alles viel zu viel Handball. Das ist auch, was mich in echt bei der Eintracht ein bisschen stört. Jetzt geht es einmal ganz nach hinten rum. Das sieht bis zum Strafraum, sieht das echt richtig gut aus. Also ballsicher in der Verteidigung, da ist auch wirklich eine Idee dahinter. Aber dann vorne, ey, da willst du manchmal mithelfen. Da würde ich manchmal selber einen Controller in die Hand nehmen und mich irgendwie hinsetzen auf die Tribüne und dann einfach mal mithelfen. Oh, Achtung, Ajorg gegen Robin Koch, der ist da. Will natürlich auch zur EM, ey. Das ist für den auch eigentlich eine richtig gute Chance und richtig guter Wechsel gewesen. So, ein Kunku vielleicht mal über die Außen. Ebimbe, weiß nicht so recht, was er machen soll.
Ja, und ein Nkunku stand da im Abseits, aber haben wir uns gut gelöst. So, jetzt mal ein Nkunku. Lauf da unten durch, dann hast du die ganze Außenbahn. Der ist doch schnell, Junge. Er hat doch das eine YouTube-Video gesehen, wo der da durchgesprintet bist. Ein Nkunku, schöne Flanke. Oh, zu weit, Orban. Schade. Ja, Chancen auf beiden Seiten. Die Mainzer machen auch vorne gut Druck. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich auch auf Flügelspiel umstelle. Aber ich weiß nicht, wie sich da die Verteidigung dann verhält. Schauen wir mal. Auch das ist ganz neu. Diese Animation, ein kurzer Trikotzupfer oben. Hakimi zu United. Das Normalste von der Welt. Ihr seht, es geht genauso weiter wie in den letzten Spielen. Hier werden Transfers getätigt. Meine Fresse, da gehen Gelder über die Ladentheke. Das ist ja Wahnsinn, ey. Da werden wahrscheinlich die vielen Geldkoffer übers Laufband geschickt. Gut, ich gehe jetzt nicht mehr aufs Laufband, weil als ich zuletzt auf dem Laufband war, haben sie mich aus dem Supermarkt geschmissen. Das war jetzt irgendwie nicht so toll, aber das ist ganz toll hier. Mamouche. Und Robin Zentner. Ja, von Mamouche hoffe ich mir auch viel. Ist manchmal noch so ein bisschen ungestüm. Ist wahnsinnig schnell. Ist ein guter Pressing-Spieler, aber verliert halt auch noch zu leicht die Bälle. Er versucht viel, gar keine Frage, aber das ist dann am Ende des Tages nicht immer ganz sinnvoll und nicht immer ganz hilfreich. So wie hier Gift Orban. Schade, schöner Schuss. Eigentlich hat er, ja, zu gut getroffen. Oh, schade. Schöner Schuss, der da vorbeiging. Aber ich muss das zur Pause umstellen. Ich muss wieder Ebimbe auf rechts ziehen und Orban ganz vorne rein. Oder ich hole jetzt Larsen mal rein. Dann haben wir vielleicht auch bei den Flanken ein bisschen mehr Chancen, da irgendwas zu reißen. Also es ist ein sehr ausgeglichenes Spiel. Das gefällt mir jetzt schon mal wesentlich besser als das letzte Spiel. Natürlich hier Magnete wieder. Ja, schön hin und her schieben. Magnettafel ist bestellt. So. So. Und dann machen wir vorne. Obwohl, warte mal. So. Ne, doch so. Wir lassen mal Mamouche hier. Larsen vorne rein. Und Larsson habe ich leider nicht mitbekommen. Aber wir machen mal Chaibi auf die Götze-Position. Das will ich halt auch mal ausprobieren. Und jetzt machen wir auch mal Flügelspiel. Das heißt, wir verschieben eigentlich relativ breit, stehen tief, ja, sind hier ausgeglichen. Breite, ihr seht ja hier diesen Bereich zwischen, jetzt muss ich gucken, was das hier ist, zwischen 60 und 100. Dann wird es nämlich individuell. Ne? Also wir lassen das jetzt einfach mal so auf 70, paar mehr Leute in den Strafraum rein. Wird schon schief gehen. Hier mache ich mal Druck nach Fehler. Und hier lasse ich mal auf ausgeglichen. Wie gesagt, ich muss da so ein bisschen rumfuchsen, mich ein bisschen ausprobieren. Und Karrieremodus ist ja immer noch mal anders als in Ultimate Team. So, rein geht's. Zweite Halbzeit, mal gucken, ob wir irgendwie noch ein Tor schießen können. Also zumindest mal ein Remis wäre gar nicht schlecht. Aber, oh, aufgepasst, da haben wir ja Riesenlücken, um Gottes Willen. Was war da denn los? Ja, aber dadurch, dass wir jetzt das Flügelspiel haben, auch relativ normal eigentlich, dass wir ein bisschen breiter stehen. Aber dafür auch ein bisschen mehr, ja, Schwung vielleicht jetzt nach vorne über die Außen haben. Nkunku, schade. Zu weit nach vorne gelegt. Wenn nicht, muss ich halt da dann auch wieder umstellen. Also wenn mir das Ganze zu breit wird, weil ich will ja auch nicht völlig hinten offen stehen. Das sind wir jetzt aber gerade. Barkok, Achtung, Robin Koch. Barkok macht nochmal einen Trick. Gut für uns. Achtung, Robin Koch, da kommt keiner ran. Achtung, Skiri. Zum ersten, zum zweiten. Keiner kommt ran. Tut er auch nicht. Aber Trapp ist da. Also wir lassen uns ganz schön tief hinten reindrängen. Fällt mir jetzt gerade auf. Aber wir können auch ganz gut nach vorne kontern. Chaibi, kein Abseits. Komm, Junge. Chaibi, das ist es jetzt auch vielleicht. Oben wäre ein Nkunku, aber wir machen es alleine. Und dann ist das Aluminium dazwischen, ey. Schade, eigentlich richtig gut gespielt und dann im letzten Moment die Latte noch dazwischen. Ja, auf die Verteidigung, da kommt es halt an. Das ist noch viel feiner, noch genauer habe ich das Gefühl. Die bewegen sich noch viel, ja, viel enger einfach um ihren eigenen Körperschwerpunkt. Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Aber wir machen das. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Vielleicht. So, nächste Chance. Tut er. Vorne Chaibi leider alleine. Auch mal die Seite wechseln. Was denn? Mamouche, Miretti, Tuta. Ja, ist auch alles schön und gut. Ein Nkunku oben, ja, bietet sich immer wieder an. Steht breit. Das so soll er ja auch machen. Und dann muss es halt irgendwie über die Mitte hier gehen.
Über Larsen und Kunku. So, und Larsen, wenn er durchläuft, kriegt er den. Komm, und 1,93 müssen doch mal sich rentieren. Achtung. Mamouche setzt sich durch und Skiri, ja, braucht zu lang. Und dann steht auch wieder einer dazwischen übrigens, ne? Wie immer. Steht immer einer dazwischen. Hat immer einer den Fuß noch da. Auch das ist etwas, was sich, glaube ich, auch in diesem Spiel, auch wenn es jetzt anders heißt, nicht verändern wird. So, Chaibi, nächste Chance. Ja, ein bisschen Gerangel, aber ist okay. Bisschen härtere Zweikämpfe dürfen natürlich auch sein. Und aufgepasst. Oh, das ist jetzt ein bisschen zu breit. Burkhardt und Robin Koch. Das ein ums andere Mal wieder richtig gut verteidigt und auch richtig gut rausgespielt von uns. Bislang, oh, schwerer Fehler, aber Robin Hood macht das schon. Oh, Achtung, schöner Ball jetzt. Das kann gefährlich werden. Und das wird gefährlich. 1:0 für die Mainzer durch Ludovic Ajorg. Aber was macht Trapp auch da, ehrlich gesagt? Wenn ich da mal nachfragen darf, da hat ja auch irgendwas nicht gestimmt. Also hier der Ball in die Tiefe natürlich richtig gut gespielt. Aber guck mal, er grätscht schon vorher, warum auch immer. Ob das jetzt auch so eine neue Masche ist. Ja, Ball ist noch ein bisschen am Flackern und dann natürlich unglücklich, dass wir den so reinbekommen. Aber okay, was willst du machen? Hätte er nicht machen müssen. Weiß er, glaube ich, auch selber. Dann muss ich das hier vielleicht noch mal ein bisschen manueller machen. Also auf 70. Und wir sehen auch hier, dass manche Sachen in Rot sind, weil das beißt sich mit unserem Konzept. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel Druck nach Fehlern machen, das würde bei unserem Konzept, was wir machen, überhaupt nicht passen. Obwohl das halt auch auf Standard ist, deswegen verstehe ich das gar nicht. Aber gut, wir müssen jetzt halt ein bisschen Druck machen. Das passt zum Beispiel auch nicht, aber ich darf es ja machen, theoretisch, ne? Fachkraft Neuling, okay, was haben die Trainer da oben mit zu tun? Muss ich wahrscheinlich ein anderes, genau, es ist halt ein individuelles System, würde ich jetzt einfach mal sagen. Schneller Aufbau, Läufe in die Spitze, dass wir ein bisschen mehr, ja, in die Tiefe kommen. Und dann würde ich hier einfach mal Abwehr über Lauf machen bei beiden. Der bleibt schön vorne drinne, Zentrale orientieren und dann gib ihm. Dann gib ihm und go. Vielleicht schaffen wir ja wie die Eintracht hier in echt in der 90. noch den Ausgleich. Das wäre doch schön. So, Skiri in Kunku. Ja, schade, so nicht. So klappt es leider nicht, aber wir fuchsen uns schon rein in die Saison. Das wird eine wilde Saison, glaube ich. Wir werden ein paar aufregende Spiele haben. Spiele zum Vergessen. Spiele, an die man sich noch nach der Saison dran erinnern wird. Und das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Ja, Mamouche, komm. Gegen Hanko Olsen. Ja, schön gemacht. Schöner Move. Schön gekreuzt von Larsen. War richtig. Ja, aber da muss er auch irgendwie hinkommen. Ah, und das war abseits. Okay. Ja, nevermind, ey. Schade. Ah, Amiri ist jetzt bei Mainz gelandet. Okay, auch wilde Bundesliga-Transfers, die hier getätigt wurden. Nicht nur bei uns, auch bei den anderen. Tja, und die Mainzer jetzt nochmal. Ihr seht, ich habe beim Verteidigen noch riesengroße Probleme. Ey, das ist Wahnsinn. Tuta steht dazwischen. Also da muss ich mich ganz schnell reinfuchsen, sonst haben wir hier pro Spiel 2, 3 Gegentore. Danke, kommt rein und Kunku. Knauf und jetzt die Chance nochmal. Larsen, na gut, der ist vorne alleine. Wobei, so allein ist er gar nicht. Mamouche, schade. Wenn er den mitkriegt, dann ist er auf und davon. Oh, das ist kein Abseits. Barkok. Kriegen wir bislang gut verteidigt. William Pacho auch sehr, sehr gut. So, komm. Ab nach vorne. Mamouche zeigt es an mit den grünen Pfeilen. Der ist eigentlich bereit, aber so nicht. Das war doch mit Ansage, ey. Fehlpass mit Ansage. Und jetzt die Mainzer mit der nächsten Chance. Achtung, Robin Koch. Schöne Grätsche auf jeden Fall. Sehr, sehr gut gemacht. Aber das hilft uns jetzt natürlich hier nicht, ne? Skiri, Ballverlust. Wir müssen nach vorne. Das sieht echt wirklich, ja, teilweise noch ein bisschen behäbig aus. Aber egal. Wir brauchen jetzt erstmal das Remis. Ein Kunku Flanke und dann kriege ich den nicht ausgewählt. Dann kriege ich Chaibi nicht ausgewählt. Das hätte dann eventuell auch mal gefährlicher werden können. So, Mainz kommt, Barkok. Oh, und das war schlecht von mir, ja. Burkhardt mit dem 2-0. Nee, Trapp ist da.
So hätte er verteidigen müssen. Oh, neue Sicht des Schiedsrichters, wenn er Karten verteilt. First-Person-Sicht. Ja, gut. Hat eine GoPro vorne an der Brust hängen. Auch nicht schlecht. Das kann man dann auch mal so machen. Aber im Endeffekt war es das, ne? Weil eine weitere Chance werden wir, glaube ich, nicht kriegen. Oder, Schiedsrichterin? Ja, pfeift leider ab. Und somit setzt es im zweiten Spiel schon die erste Niederlage. Hätte es gegen Darmstadt wahrscheinlich auch schon gegeben. Aber ihr seht, es wird eine echt schwere Saison. Muss ich erst noch mal ein bisschen finden. Ich werde auch noch mal eine Viererkettenformation hier reinstellen. Weil das ist einfach gewohntes System. Ne? Aber ist okay. Auch die Dreierkette, die kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Wenn man das dann dementsprechend spielt, wenn man hinten dann auch mal sicherer steht und das ein bisschen genügsamer ausspielt, dann denke ich, ist das auch gar nicht so verkehrt, dass man da auch mal die Dreierkette macht. So, hier sehen wir auch noch mal die Szene nach dem Spiel. Sind wir auch noch mal in der Kabine drin wahrscheinlich, beim Equipment. Sehr, sehr schön. Ich habe gerade auch mal in die Wiederholung reingeguckt, da waren in 2 Spielhöhepunkten gar keine Spieler zu sehen. Also das sind auch so Kleinigkeiten, die werden dann wahrscheinlich noch gefixt werden. Robin Koch ist momentan eher schlapp und hat nicht die Energie, eventuell anzupassen. Ja, wahrscheinlich sind jetzt alle total platt, weil Fokus auf Leistung. Oder? Ach nee, hier Robin Koch nur, okay. Bei den anderen, da kann ich eigentlich, beziehungsweise hier mal auf ausgeglichen machen. Bei Miretti kann ich auch auf ausgeglichen machen. Robin Koch auf jeden Fall. Der kann mal Fokus auf Energie machen und die anderen ausgeglichen. Die können eigentlich noch bleiben, die in Gelb. Grün ist auch soweit okay, die haben ja auch nie gespielt. Von daher wäre es auch sehr überraschend, wenn die jetzt irgendwie schon kaputt wären. Aber durchrotieren, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Das können wir ja auch machen. Wir haben ja einen großen Kader. Ich glaube, den können wir hier komplett überspringen, den Deadline Day. Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben noch 11 Millionen. Da können wir im Winter vielleicht nochmal gucken. Wo geht's denn hier zum Kalender? Bin ich doof oder was? Anpassen, Büro. Hier, Kalender. Naja, müsst ihr auch schon mal drauf gucken. So, dann folgt auch schon das erste Conference League Spiel bald hier. Gegen PAOK. Wir haben hier Aberdeen und Helsinki. Ja. Jetzt haben wir Köln, Bochum. Dann, wie gesagt, das Conference League Spiel. Dann Pokalspiel unter der Woche. Okay, gegen Stuttgart. Und dann auswärts in Wolfsburg. Oha. Wird eine sehr, sehr interessante Nummer auch auf jeden Fall. So, wir spulen weiter vor. Schauen gleich nochmal kurz auf die Tabelle. Monatsbericht Jugendmannschaft. Auch alles Nachrichten, die man jetzt nicht unbedingt lesen muss. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig wichtig. So, Wolfsburg, die haben aber noch ein Spiel. Weniger irgendwie. Dortmund ist jetzt erstmal Tabellenführer. Bayern Dritter. Wir sind auf dem 8. Platz. Gar nicht so verkehrt. Leipzig ist 17. Okay, brecht die Saison bitte ab. Leipzig ist 17. Wir müssen das leider so annehmen, auch wenn es mir für Heidenheim leid tun würde. Naja, also nächstes Spiel. Auch da wird es, denke ich mal, wieder vielleicht ein paar Besserungen geben. Neuerungen und auch Sachen, auf die ich vielleicht noch nicht vorbereitet bin. Also, macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Spiel gegen Köln. Ciao, ciao.